Die Europäische Union hat grünes Licht für die Aufnahme eines Darlehens für die Ukraine in Höhe von bis zu 35 Milliarden Euro gegeben. Beirut: mindestens 22 Tote bei israelischen Luftangriffen. Zelenskyy ist auf Europareise, um seinen Siegesplan zu präsentieren. Die EU-Mitgliedstaaten haben die Einführung des sogenannten Entry-Exit-Systems erneut verschoben. Die Europäische Union hat grünes Licht für ein Darlehen von 35 Milliarden Euro an die Ukraine gegeben. Die Rückzahlung erfolgt schrittweise durch Zinsen auf russische Vermögenswerte, die zu Beginn des russischen Angriffskrieges eingefroren wurden. Diese russischen Währungsreserven belaufen sich auf etwa 270 Milliarden Euro, von denen 210 Milliarden Euro in der EU liegen. Eine ursprüngliche Vereinbarung vom Juni sah vor, dass die G7 Kiew bis Ende des Jahres gemeinsam 45 Milliarden Euro zur Verfügung stellen würden. Am Ende musste die EU jedoch mehr Geld auf den Tisch legen, da Washington seine Beteiligung von einer Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Moskau abhängig machte. There is a risk that at some point sanctions against Russian assets will not be extended, because for extension there should be unanimity voting for this, and so the future flows of revenues from Russian assets can be disrupted. Diese Sanktionen werden alle 6 Monate einstimmig beschlossen. Die EU würde sie jedoch gerne alle 3 Jahre verlängern, um so mehr Stabilität zu erreichen. Die USA sind besorgt, dass ein Mitgliedstaat, der diese Sanktionen blockiert, den Plan nichtig machen könnte. Ungarn hat bereits erklärt, dass es eine Änderung des Sanktionsregimes bis zu den US-Präsidentschaftswahlen aufschieben will. The United States, for example, might be considering a supplemental towards the second half of the year after the elections, but there is no guarantee that that might move forward. There's a lot of hesitancy, in particular, if Donald Trump were to win the election, what might his plans be for both aid as well as for moving towards a ceasefire? Kiew wird frei entscheiden können, wie diese Mittel verwendet werden. Die Entscheidung liegt nun beim Europäischen Parlament, das seine Zustimmung geben muss. Ukrainian President Zelenskyy arrived in Rome on Thursday as part of a European tour aimed at securing more military and financial support from Western countries as US aid hangs in balance ahead of the next presidential election in November. As we know, Ukraine faces its toughest winter since the beginning of the full-scale invasion in 2022. Zelenskyy has had a full schedule in Europe. Early on Thursday, he met with British Prime Minister Starmer and NATO Secretary General Mark Rutte in London. He outlined what has been described as his victory plan to defeat Russian forces. The plan was expected to be presented at a meeting in Germany this week, but the meeting was later postponed after US President Joe Biden had to cancel his visit. But the plan has been pretty much at the center of Zelensky's discussions in European capitals. Later the same day, Zelenskyy traveled to Paris, where he met with French President Emmanuel Macron, who reaffirmed France's commitment to support Ukraine. On Thursday evening, Zelenskyy arrived here in the Italian capital at around 9 p.m. He met with Italy's Prime Minister Giorgia Meloni. The two held a bilateral meeting and later joined a press conference during which Meloni reiterated Italy's support for Ukraine, both in the military and in the energy sectors. Zelenskyy confirmed that he introduced his plan to Giorgia Meloni as well. As part of the plan, we know that Zelenskyy is seeking approval to use long-range weapons deep inside Russia. This has been a controversial topic among countries supporting Ukraine. We know that Italy's government has been opposing the use of Italian weapons in Russia. On Friday, Zelenskyy is scheduled to have an audience with Pope Francis in the Vatican, and later the same day he's traveling to Germany to meet with German Chancellor Scholz. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome.
Bei israelischen Luftangriffen im Zentrum von Beirut sind mindestens 22 Menschen getötet und 117 weitere verletzt worden. Die Luftangriffe in der libanesischen Hauptstadt trafen 2 Wohngebäude in verschiedenen Vierteln. Die beschossenen Gebiete stünden im Zusammenhang mit der militanten Gruppe Hisbollah, sagte das israelische Militär. Israelische Luftangriffe finden vermehrt in den südlichen Vororten von Beirut statt, wo die Hisbollah viele ihrer Truppen stationiert hat. Israel und die Hisbollah beschießen sich nun seit einem Jahr regelmäßig. Doch erst in den letzten Wochen hat sich das zu einem regelrechten Krieg entwickelt. Israel hat seine Angriffe im gesamten Libanon verstärkt und Ende September eine Bodenoperation eingeleitet. Die Hisbollah beschießt nun tiefer gelegene Gebiete innerhalb Israels. Die Miliz ist ideologisch mit der Hamas verbündet. Seinen Beschuss von Israel begründet es mit der Unterstützung der Palästinenser in Gaza. Die EU-Mitgliedstaaten haben die Einführung des sogenannten Entry-Exit-Systems erneut verschoben. Das System sollte eigentlich im November in Kraft treten. In dem automatisierten IT-System sollen Reisende aus Drittländern registriert werden, vor allem solche, die kein Visum für die Einreise in die EU benötigen. Bei einem Ministertreffen in Luxemburg warnten Deutschland, Frankreich und die Niederlande, dass die Computersysteme der EU nicht bereit seien. Hope that we can start as soon as possible, but there is no new timeline so far. This also depends on the legal assessment that we will do. Die Verschiebung des Systems könnte für nicht-europäische Staatsangehörige, insbesondere für diejenigen, die aus dem Vereinigten Königreich einreisen, zu Verzögerungen an den Grenzen führen. As people, particularly in places like Dover, they have to get out of their car and have their fingerprint taken and their photograph taken. And we're anticipating also delays when people arrive in Spain or in Germany or in France off planes. And rather than just having their passport inspected and stamped, will actually have to have their biometric information captured. And this may cause some delays. Die Entscheidung könnte jedoch auch chaotische Situationen an den Grenzen verhindern. And what I think is very welcome from today's decision is that the Commission and the Council are standing back to avoid chaos at the borders. That's the worst possible outcome. This is a very complex operation involving all the countries within the Schengen zone. Das System soll voraussichtlich bei der Einreise von Reisenden aus Drittländern in alle EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Zypern und Irland erforderlich sein. 4 Nicht-EU-Länder im Schengen-Raum, Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz, sollen ebenfalls ausgenommen sein. The French government unveiled its draft budget plan for 2025 in Paris on Thursday, and it's quite a touchy subject considering that France's public deficit is expected to reach more than 6% of its GDP by the end of the year. That's higher than almost all other EU countries, and the government's goal is to slash 60 billion euros in 2025 alone. That's 2% of its GDP. It's quite an unprecedented amount, and to do this, the Minister of the Economy, Antoine Armand, announced an eye-watering 40 billion euros in public spending cuts that will cover pretty much all ministries. So it's quite an unpopular measure among his own government. And local territories will also be asked to cut more than 5 billion euros, which has caused quite an uproar among France's mayors. And the rest of the 20 billion euros will come through exceptional and temporary tax hikes that will concern the wealthiest incomes and also the highest earning corporations. And the budget plan will also face intense scrutiny from the EU Commission that formally warned France back in June of its excessive public spending. And although the government claimed it's open to debate, well, the current fragmented political landscape could push Prime Minister Michel Barnier to adopt the text without a vote using the controversial Article 49.3 of the French Constitution. Sofia Katzenkova reporting from Paris for Euronews.
Hurricane Milton hat die Golfküste Floridas als Sturm der Kategorie 3 erreicht, begleitet von lebensbedrohlichen Sturmfluten, sinnflutartigen Regenfällen und extremen Winden. In der Tampa Bay wurden Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Meilen pro Stunde gemessen. Für fast 2 Millionen Menschen in Tampa, St. Petersburg und Clearwater besteht eine Sturzflutwarnung. Mehr als 1 Million Menschen sind aktuell ohne Strom. Es wird erwartet, dass die Zahl der Stromausfälle zunehmen wird, wenn Milton weiter über den Bundesstaat zieht. Im gesamten Bundesstaat wurden Notunterkünfte eingerichtet, um diejenigen zu unterstützen, die ihre Häuser verlassen mussten. Floridas Gouverneur Ron DeSantis ruft die Menschen dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. Stay inside and stay off the roads. Floodwaters and rushing storm surge are very dangerous. Stay put until the storm is past. If you are in Sarasota, Manatee, some of those areas where the eye of the storm is going, it may be where things calm down for a minute. Just understand that means you're in the eye. It's going to go back and get really nasty very soon. So don't go outdoors until it is confirmed safe. Bereits vor dem Eintreffen von Hurricane Milton waren mehrere Tornados über Florida hinweggezogen.